ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped it in ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. First stop is Atlanta, I got breakfast plans at the Waffle House. Next up is Miami, I'm hitting South Beach, fuck we talking about. Show out, we in Brooklyn, I'm on Flatbush and we rocking out. Then a red eye to Los Angeles, got a rich bitch waiting on the couch. Life's gonna try to hold you back. They gon' tell you that you still got time. Any minute this could all fade to black. That's why we run it up. I want more, it's not enough. I ain't come for the runner-up. I go win, I'ma win a cup. I go win, I'ma fuck it up. I ain't gon' lose, I'ma level up. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Run it up, run it back, run it up, run it back. Run it man, we was on 100 since run that. Tell me where the lunch at, I ain't eat lunch yet. Now you gotta front that, let me get a fronto, let me get a blunt wrap. We was on a one pack, let me get a bust down. Let me get an ace though, now I feel jacked in. I was on a payroll, this is all back then. Oh my, I'ma need a whole pot. Sitting on a big yacht, looking at a coastline. Lo-fi, bumping on 4-5s. Never let a track sit, please play the whole side. Whole time co-stars, looking for a cosign. They ain't even close though, put them on a clothesline. Yeah, it's 2 kid, made it to the roof, kid. So the roof gone now, listen to the proof, kid, yeah. Run it up, I want more, it's not enough. I ain't come for the runner-up. I go win, I'ma win a cup. I go win, I'ma fuck it up. I ain't gon' lose, I'ma level up. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute Thema Indoor-Training und bevor es losgeht, erstmal vielen Dank an Ruvi, die das Video hier unterstützen. Und falls ihr mal die Indoor-Radplattform Ruvi nutzen wollt, nutzt gerne den Link in der Beschreibung. Dort bekommt ihr den ersten Monat auf mich und ja, ich kann es nur empfehlen. Ja, bevor es losgeht, mein Setup quasi zum Indoor-Training. Ich nutze den Wahoo Kickr Move Smart Trainer. Im Prinzip ganz normaler Smart Trainer, nur dass der sich quasi auch noch hier nach vorne und hinten bewegen kann. Was das Indoor-Radfahren schon deutlich angenehmer macht, muss man sagen. Also man kann es auch ausstellen, falls es einen stört. Hier ganz einfach. Dann lässt sich nicht mehr bewegen und ist wie ein normaler Smart Trainer. Was ich manchmal zum Intervallefahren Indoor lieber habe tatsächlich. Aber so zum Lockerfahren ist das schon deutlich entspannter. Dann natürlich Matten als Unterlage. Ja, man schwitzt dann doch relativ schnell, relativ viel. Habe hier meinen Wahoo Tisch, wo ich ja, Flaschen abgestellt habe. Nutrition, normalerweise heute wird es nur kurz und locker, deswegen habe ich die Nutrition hier nur in den Flaschen. Aber dazu später auch nochmal mehr. Fernseher, wo ich dann Ruvi anmache. Das haben wir noch, genau, noch wichtig, der Wahoo Headwind, hier schön parat gestellt, genau, kann man hier von Stufe 1 bis 4, hier 4 ist aber schon extrem, also ich habe meistens bei Intervallefahren auf 3 und beim Lockerfahren auf 2, ist schon sehr, sehr starker Ventilator und kann ich nur empfehlen. Ansonsten, wenn ich normal Rolle fahre, kann ich gleich dazu was sagen. Ohne jetzt irgendwie speziell Hitzetraining zu machen, mache ich eigentlich das Fenster immer komplett auf und dann auch noch den Ventilator. So habe ich wirklich, ja, ist es dann sogar relativ kalt, wenn ich mich nicht bewege, aber wenn ich da auf der Rolle fahre, ist es wirklich perfekt. Und das war es dann, glaube ich, auch schon zu meinem Setup. Habe ich gerade mein Wettkampfrad eingespannt. Im Winter spanne ich dann eher das Rennrad ein. Ja, im Sommer ist es dann ja, meistens das Zeitfahrrad. Und würde sagen, schwingen wir uns dann mal aufs Rad. Also normalerweise würde ich bei so einem schönen Wetter, ehrlich gesagt,
nicht auf die Rolle gehen. Aber ja, ist natürlich einerseits fürs Video heute und es gibt schon auch Tage, ja, wo man auf der Rolle halt einfach die Intervalle ein bisschen qualitativer fahren kann. Man muss halt nicht drüber nachdenken über irgendwelche Kreuzungen, Ampeln, Verkehr etc. bergauf, bergab, sondern man kann dann mal einfach im Erg-Mode die Watt voreinstellen und da dann muss man einfach nur noch treten und nicht mehr nachdenken, was mental manchmal auch einfacher sein kann generell, aber ja, ansonsten ist, glaube ich, Rollefahren schon nicht so schön wie draußen fahren. Im Winter mache ich es eigentlich immer so, dass ich die Intervalleinheiten, gerade weil es draußen halt auch sehr kalt ist, dann Indoor fahre und dann fahre ich draußen die lockeren Einheiten auf dem Cross oder auf dem Mountainbike. Im Sommer fahre ich wahrscheinlich 90-95% draußen, auch Intervalle, fahre dann auch das meiste auf dem Zeitfahrrad. Aber jetzt gibt es den neuesten Shit, und zwar Hitzetraining, das wir dann natürlich drinnen machen. Und Hitzetraining mache ich mit meinem Core-Sensor, den habe ich jetzt gerade nicht dran. Aber Core-Sensor, da habe ich auch eine Frage bekommen. Lohnt sich da auf jeden Fall, wenn man wirklich spezifisches Hitzetraining machen will. Weil ich glaube, sonst würde man es, je nachdem was für ein Typ man ist, entweder zu hart machen, was glaube ich meistens so ist. Also ich würde es glaube ich zu hart machen. Oder vielleicht auch zu easy. Aber mit dem Core-Sensor kann man halt wirklich genau schauen, dass man in der Heat Zone trainiert. Die liegt so zwischen 38,5 und 38,8 Grad Körpertemperatur ungefähr. Und ja, meistens ist es so, dass ich Ventilator aus habe, Fenster zu und dann wird es eigentlich schon warm genug. Also ich muss da nicht irgendwie extra Klamotten anziehen. Und dann habe ich meistens so nach 30-40 Minuten bin ich in dieser Zone und verbringe dann eben noch mal weitere so 30-45 Minuten, manchmal auch eine Stunde in dieser Zone. Versuche aber nicht drüber zu kommen. Aber sonst wird schon zu hart oder zu hohe Belastung für den Körper. Und ja, ich schwitze dann schon ziemlich viel, also ich brauche dann sehr viele Handtücher und generell Indoor ist natürlich wichtig. Also so als Unterschied zum Outdoor-Radfahren, dass man auf jeden Fall hier mehr trinkt, mehr Flüssigkeit. Ansonsten mache ich jetzt den Kohlenhydrat, die Carbs eigentlich genau wie draußen. Also nicht mehr, nicht weniger. Es bleibt eigentlich alles gleich. Ich mache es schon so, also wenn ich 3 Stunden auf dem Plan habe und ich gehe rein, dann fahre ich auch drin 3 Stunden, genau wie draußen. Da gibt es bei mir jetzt eigentlich keinen Unterschied. Aber sonst, gerade wenn man, sagen wir auch drinnen vielleicht noch Anfänger ist und es fühlt sich auch härter an als draußen, immer den Puls als Referenz nehmen, wenn der deutlich höher ist, weil man vielleicht irgendwie keinen guten Ventilator hat oder vielleicht auch irgendwo im Keller fährt und da jetzt auch nicht das Fenster aufmachen kann oder so. Gerade ja eben, wenn es heiß ist, wenn man überhitzt, da macht es auf jeden Fall Sinn, drinnen schon so 30% weniger zu fahren. Also am besten da so ein bisschen rantasten individuell. Und von den Wattwerten, draußen, wenn ich zum Beispiel eine Zone vorgegeben habe von irgendwie Intervalle 320 bis 340 Watt, in den meisten Fällen fahre ich draußen dann eher Richtung die 340 Watt. Drinnen halte ich mich dann wahrscheinlich eher an den unteren Teil der Zone, 320 Watt.
Ja, weitere Frage ist natürlich, wie beschäftige ich mich Indoor. Also ich höre eigentlich, also wenn ich Intervalle fahre, höre ich eigentlich nur Musik. Habe natürlich Ruby, wo ich mir dann immer alle möglichen schönen Strecken aussuchen kann und die auch echt realistisch sind. Also macht schon echt Bock, da auch einfach mal auf den Bildschirm zu schauen und die Aussicht genießen. Und ansonsten, wenn ich locker fahre, ja, schaue ich auch Filme, kann ich nicht so schauen, da kann ich mich dann nicht so gut konzentrieren. Also YouTube funktioniert eigentlich ganz gut oder halt auch mal Podcasts, aber ja, man weiß sich dann schon ganz gut zu beschäftigen. Es gibt generell auch zwei Möglichkeiten, wie man Indoor auf so einen Smart Trainer fahren kann. Es gibt halt auch einmal, gerade fürs Intervalle fahren, dann wie schon erwähnt, den Erg Mode. Eigentlich fahre ich selbst beim Lockerfahren Erg Mode, also stelle ich eine bestimmte Wattzahl ein, 200, 220 Watt und fahre dann auch einfach nur locker. Und dann gibt es aber auch noch den freien Modus, wo man dann halt eben auch je nach virtueller Strecke schalten muss, wenn es bergauf geht, oder es auch rollen lassen kann, wenn es bergab geht. Ist natürlich auch cool und eine coole Abwechslung. Jetzt gerade zum Beispiel fahre ich mit im freien Modus. Jetzt geht es auch gerade bergauf, deswegen muss ich hier ein bisschen drücken. Aber ich finde, Erg Mode ist schon schwieriger als der freie Modus. Also die Watt lasse ich im Freimodus leichter fahren. Ist ein bisschen näher, sag ich mal, an der Outdoor Experience als der Erg Mode. Weil beim Erg Mode haut halt hinten einfach die Bremse rein und du hast halt so einen dauerhaften Widerstand. Was hart ist, allerdings macht es natürlich auch umso stärker. Deswegen mache ich das ganz gern. Das ist einfach nochmal so ein zusätzliches Kraft-Ausdauertraining, was man da noch hat. Eine Frage kam rein, was war meine längste Einheit, die ich hier auf der Rolle gefahren bin. Ich meine 4,5 Stunden habe ich schon gemacht, sogar mit Intervallen. Wobei es mit Intervallen wahrscheinlich sogar fast einfacher ist, als einfach nur 4 Stunden oder 4,5 Stunden drauf losfahren. Ist dann auch immer ganz gut, wenn man indoor so eine Abwechslung hat. Aber ja, ich glaube sonst länger bin ich noch nicht auf der Rolle gefahren. Oh, jetzt geht's steil. Jetzt wird's steil. Ich habe hier auch nur ein einfaches Setup, mein Wettkampf-Setup. 56er Kettenblatt vorne und hier auf der Rolle ist, glaube ich, nur 28 hinten als kleinstes. Und jetzt ging es hier gerade 10% hoch und ist dann schon direkt realistisch. Eine Frage war, wie findet man die perfekte Radposition, wenn man sich kein Bikefilter leisten kann oder will. Tatsächlich passt es ganz gut zum Indoor-Training, weil ich finde, also es geht grundsätzlich ja erst nur darum, dass man eine Position hat, die man auch wirklich über die Renndauer halten kann. Das ist erstmal Priorität 1. Und ich finde, wenn man die Position Indoor halten kann, über, je nachdem, 2 oder 4 Stunden oder 6 Stunden, je nachdem, was für Rennen man macht, dann kann man es Outdoor erst recht halten, habe ich das Gefühl, weil ich es drinnen dann doch nochmal ein bisschen härter finde, auch muskulär. Und von der Aerodynamik kann man hier natürlich auch einfach sich filmen lassen oder irgendwo in die Kamera aufstellen und dann einfach schauen, wie die Position ausschaut. Also man hat ja eigentlich genug Referenz
Bilder, Videos von jeglichen Profis, um da quasi so die Position in die Richtung zu bauen. Aber das sind eigentlich erstmal so ganz gute Anhaltspunkte, wenn man das Ganze selber machen will. Ansonsten ist natürlich da professionelle Hilfe schon von Vorteil. Meine Lieblingsmusik, also ihr könnt gerne, ich packe einfach mal meinen Link zu meinem Spotify in die Beschreibung. Könnt ihr gerne auschecken, meine Playlist. Ist ein guter Mix, würde ich sagen. Hauptsächlich so American Hip-Hop, Electro, House. Taylor Swift ist bei mir auf jeden Fall nicht am Start. Meine Lieblingsroute auf Ruby, kam eine Frage. Ist schwierig. Also Ruby gibt schon echt verdammt viel Auswahl. Ich würde sagen, jetzt gerade fahren wir hier Challenge Weichsee. Die kenne ich natürlich auch in echt ganz gut. Und ist auf jeden Fall in echt auch eine meiner Lieblingsrouten. Aber auf Ruby ist es wahrscheinlich, sind es eher so Routen, wo ich sonst nicht hinkomme. Was ich echt immer richtig schön finde, sind die Routen in Neuseeland. Da gibt es auch ein paar Gravel-Routen und da ist halt dann vom Panorama echt richtig geil. Eine Frage war, ob ich nur quasi meine eigenen Einheiten auf der Rolle fahre oder auch mal Rennen. Ich fahre nur quasi meine Einheiten, Intervalle oder Grundlage, die mir dann in Training Peaks reinschreibt. Wenn ich mal so eine Einheit habe, kann ich doch ganz einfach in Ruby über Training Peaks quasi die Einheit auswählen und muss die nicht erstmal selber bauen oder basteln. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Aber ansonsten ist es wichtig, glaube ich, erstmal so das Indoor-Training so macht, dass es einen Spaß macht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und wenn man mal irgendwie keine Lust hat, einfach nur so vor sich hinzufahren oder Intervalle zu fahren, kann es schon auch mal Sinn machen, hier und da, gerade im Winter, wenn das Training dann doch noch nicht ganz so spezifisch ist, auch mal ein Rennen zu fahren, wenn einen das Bock macht und wenn es einen motiviert. Ich habe schon mal ein paar Rennen gemacht und gerade so diese Indoor-Rennen sind echt brutal hart. Ich glaube, da habe ich meine maximalen Herzfrequenzen auf dem Fahrrad erreicht. Also passt auf, falls ihr das noch nie gemacht habt. Jetzt geht es gerade wieder bergauf. Ja, hätte eine flachere Strecke nehmen sollen. Generell ist natürlich hier dieser Kicker-Move auch einfach richtig gut. Macht natürlich Spaß, hier auch so ein bisschen hin und her zu wippen. Nein, aber wenn man halt so den jetzt nicht hat, also einfach so statisch eingespannt ist, heißt natürlich alles, ist man selber natürlich auch ein bisschen eingespannt ins Rad, hat nicht so viel freie Bewegung wie draußen. Muss man natürlich da auch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, am Ende des Tages lieber auch Indoor ein bisschen weniger fahren. Was ich auch noch empfehlen kann, jetzt aus anderen Gründen, ist einmal natürlich Creme für den Hintern. Und wenn man richtig viel schwitzt oder auch speziell Heat-Training macht und dann richtig viel schwitzt, auch die Radhose, eine neue Radhose anziehen nach der Hälfte oder dann, je nachdem wie viel man schwitzt, nochmal eine neue Radhose. Einfach, dass man sich da keinen Wolf fährt.
Oh. Alter. Ansonsten noch meine Go-To-Sessions auf der Rolle. Also im Winter machen wir sehr viel V2 Max. Das ist auf der Rolle natürlich auch richtig praktisch mit dem Erg Mode. So 40-20er, 30-30er, also 40 hart, 20 locker bis 3x10 Mal oder 30 hart, 30 locker. Man kann einfach treten, muss nicht nachdenken und es stellt sich automatisch um. Ich finde, gerade auf der Rolle ist es schon sehr effektiv, aber vor allem bei so hohen Wattzahlen, da geht es ja bei 30 Sekunden bei mir dann schon an die 500 Watt. Gerade da fahre ich Indoor schon so 5 bis 10% weniger als draußen. Wenn es bis zur Schwelle ist es bei mir eigentlich ungefähr identisch, aber überschwellig fahre ich dann da ein bisschen weniger Indoor. Und ansonsten im Sommer oder in der spezifischen Vorbereitung, ich hatte ja ein Video auch quasi The Secret to my Bike Performance, wo es quasi um Kraft-Ausdauer-Intervalle in Aero-Position geht. Das ist natürlich ja, so eine Einheit, die ist logistisch nicht immer möglich, weil man halt in Aero-Position dann mit so einer hohen Wattzahl ja doch sehr schnell unterwegs ist, dann allen entweder die Gänge ausgehen oder man hat halt eben nicht so eine Straße, die irgendwie so leicht bergauf geht für eine bestimmte Dauer, und dann ist es halt einfach perfekt, das auf der Rolle zu machen. Also dann Aero-Position, Kraftausdauer an der Schwelle. Man muss sich nur auf die Trittfrequenz konzentrieren, kann auch hier wieder mit dem Erg Mode arbeiten, muss nicht schalten, gar nichts. Und ja, da hat Indoor-Fahren oder gerade der Erg Mode schon seine Vorteile. Ansonsten, ich bin glaube ich noch nie Intervalle im freien Modus gefahren, weil ich wie gesagt den Erg Mode da dann schon effektiver finde und man einfach den Kopf ausschalten kann. Und ansonsten, wenn das Wetter so ist wie heute, versuche ich dann doch so viel wie möglich draußen zu fahren am Ende des Tages. Aber ja, Indoor-Fahren kann Spaß machen und ja, ich kann Ruby auch wirklich nur empfehlen. Ich mag es echt sehr gerne, gerade wegen der Auswahl der Strecken. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts, was man auf Ruby nicht machen kann. Auch die Einheiten vorprogrammieren, ja, Rennen fahren, Group Rides, Challenges, virtuelle Währungen sammeln und virtuelle Räder kaufen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten ja, war es jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zum Indoor-Fahren. Ich versuche es zu beantworten. Und ja, ich wünsche euch allen gutes Indoor-Training jetzt über den Winter. Und es macht auf jeden Fall richtig fit für die Sommersaison. Also abonniert den Kanal, lasst ein Like da und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Das geht sogar, wenn ich so richtig jetzt Training mache, ey, da kommt richtig viel raus. Talk to me nice, ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped in